Moin moin Leute, die Outdoor-YouTuber eures Vertrauens sind wieder da. Christine. Ja. Und meine Wenigkeit, der Marian. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem neuen Video von uns. Wir sind hier gerade in Finnland, wie ihr seht, noch in unserem Auto auf der Anreise zu unserem Ziel. Vielleicht merkt man es mir ein bisschen an, ich bin ganz schön aufgeregt. Das liegt einerseits daran, dass wir diese Reise schon sehr lange planen und uns ganz schön drauf freuen. Zum anderen auch, dass mit einigen spannenden Herausforderungen zu rechnen ist. Wir sind vorgestern gestartet, sind dann bis nach Schweden durchgefahren, haben dort wenigstens ein paar Stunden in unserem Auto schlafen können, sind dann direkt weiter bis nach Kapellskär. Da haben wir die Fähre letzte Nacht bis nach Finnland genommen. Bis jetzt haben wir schon 2500 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt und noch ungefähr 400 Kilometer vor uns. Unser Ziel ist das Gebiet um den Saimaa See und die damit verbundene Seenplatte. Die möchten wir mit unseren Kajaks erkunden und haben vor, dabei 10 Tage in der Wildnis Finnlands zu verbringen. Dabei werden wir uns jeden Tag einen neuen Lagerplatz suchen. Die unzähligen Inseln in der Region, in der wir unterwegs sind, eignen sich hierfür hervorragend. Wenn es natürlich an einem Ort sehr schön ist, dann bleiben wir auch mal 2 Nächte da. Und diesmal werden wir richtiges Essen essen, also keine Fertignahrung. Wir werden wirklich kochen mit Lagerfeuer, wenn es das natürlich möglich ist. Unser Ziel ist es, Fisch zu fangen, und die Region, in der wir unterwegs sind, eignet sich hierfür hervorragend. Es ist ein Anglerparadies. Noch sind wir keine Profis, deshalb wird es eine richtige Herausforderung, zumindest für uns. Und daher werden wir entweder eine Menge Fisch fangen oder mit 5 Kilo weniger nach Hause kehren. Was mir eventuell auch nicht schaden würde. Und das wird unser Ziel sein. Entweder dünner werden oder guten Fisch essen. Wenn wir so eine lange Zeit draußen in der Natur leben, ist mit einigen Herausforderungen zu rechnen und es wird uns sicherlich ein spannendes Abenteuer erwarten. Wir müssen jetzt noch einige Stunden reisen, bevor es für uns losgeht. Für euch geht es aber direkt nach dem Intro los. Also, bleibt unbedingt dran. Irgendetwas schreit. Jetzt warten wir, bis die anderen in den Lastwagen kommen. Die Kajaks sind ganz schön beladen, deswegen sind es die Lastwagen-Kajaks. Da steigen sie gerade ins Boot. Auf geht's! Ich bin jetzt hier am Inselauspähen und wir werden uns jetzt gleich diese Insel anschauen. Das Problem ist, die Sonne blendet mich so, dass ich gar nichts sehen kann. Aber ja, gleich geht's weiter.
Wir werden sehen. Alles sehr dicht bewaldet. Ich bin gespannt, ob Marian und Christine auf der anderen Seite einen besseren Punkt finden. Aber man kann es schlecht sagen. Die Insel mal vielleicht betreten und näher anschauen. Weiter geht's. Also dieser Ort scheint mir bis jetzt am besten geeignet zu sein. Aber man weiß halt nicht, wie flach es da oben ist. Und da hinten sind auch schon die anderen. Schauen, ob es bei dem besser aussieht. So, wir haben jetzt eine Stelle gefunden. Bei mir war ja nur Schilf. Boote haben wir hier an Land gebracht. Hier hat man auch einen guten Badeplatz. Vor allem haben wir hier auch viele ebene Stellen für unsere Zelte. Suchen wir uns mal eine aus, würde ich sagen, ne? Ja. Ladies first. Fisch? Fisch? Nein! Abgehakt. Fuck! Erster Fisch! Kleiner Barsch. Muss das gewesen sein. Sehr gut. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Ach, das ist nur Schiff. Schade. Das gehört auch mit dazu. Das kriegst du heute zum Essen, Philipp. Wir nehmen eine Zucchini, schnibbeln die klein. Ordentliche Portion Knoblauch muss sein. Eine Zwiebel. Eine Möhre. Stück von der toten Birke. Perfekt, um gleich ein Feuer zu machen. Sehr schön. Ideal. So, auf der Insel darf man leider kein offenes Feuer machen. Steht ein großes Schild. Deswegen haben wir uns für den Hoboofen entschieden. Ein bisschen Birkenrinde gefunden. Wir haben es spät, deswegen geht es heute mal auf den schnellen Weg. Die geht nämlich schön auf wie Zunder, wie man sieht. Die Birkenrinde ist immer ein guter Handzünder. Und dann ein bisschen kleines Geäst rein.
So, hi, hier von der Kochstelle. Jetzt geht die Sonne langsam unter und wir riechen schon das gute Essen. Gemüse, Nudeln, Fleisch, alles was das Herz begehrt. Fisch fehlt noch. Fisch kommt noch. Mmh. Es ist ja dunkel, aber schmeckt, was die beiden da gezaubert haben. Tja, hätte ich dir jetzt noch einen Fisch gebracht? Ich habe 3 am Haken, kann ja auch nichts dafür, wenn die Arschgeigen wieder ausgestiegen sind. Guckt euch das an, ey. Wahnsinn. Ja Leute, der erste Tag, halbe Tag, war ziemlich stressig aufgrund der Anreise, spät angekommen, noch viel zu tun, zusammenpacken, Boote aufbauen und. Und ja, dann spät hier auf dieser Insel angekommen. Da musste man noch kochen, Zelte aufbauen, was alles dazu gehört. Trotz des vielen Stress und trotz der Tatsache, dass es jetzt ziemlich spät geworden ist, muss man einfach sagen, es ist unfassbar schön hier, Ja, oder? atemberaubend, echt. Ja, Wahnsinn. Toll. Also wir freuen uns schon riesig auf die nächsten Tage. Solange es nicht regnet. Solange es nicht regnet. Die werden sicherlich ein bisschen entspannter. Wir werden es uns ein bisschen entspannter machen. Das heißt, dass wir früher auf unseren Inseln ankommen und dann können wir euch auch ganz sicher mehr zeigen, als wir das heute konnten. Insofern lassen wir es uns jetzt noch ein bisschen schmecken und danach geht es dann auch schon ins Bett. Mach's gut. Moin, moin. Erster Tag hier. Kaffee. Das ist immer das Wichtigste. Das Elixier des Lebens. Oder des Morgens, je nachdem. Na, gleich ist er fertig. Mega schön hier. Schade, dass es noch kein Geruchs-YouTube gibt, aber der riecht richtig schön nach Vanille. Mega. Schatzis neuer Partner, Hubert. Ja Leute, das Lager ist abgebaut, die Boote sind gepackt und damit kann unser eigentlicher erster richtiger Reisetag auch beginnen. War ja gestern auch nur eine kurze Reise, um hier noch schnell einen Schlafplatz zu finden. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter in die Wildnis paddeln. Gegen die Wellen. Gegen die Wellen, gegen den Wind, der gerade so ein bisschen aufzieht. Und gucken, dass wir eine schöne Insel für heute Abend finden. In dem Sinne würde ich sagen, paddeln wir los.
Das ist die Insel unseres Begehrs. Und wir machen es jetzt so, dass Christine und ich rechts rum paddeln. Und Philipp da ganz hinten, der paddelt links rum. Und dann gucken wir uns mal an, wo es hier am schönsten ist. Christine und ich haben auf jeden Fall schon mal eine schöne Bucht hier gefunden. Oder vielleicht auch noch hier die zweite. Gucken wir mal. Schauen wir gleich, wenn der Philipp ums Eck kommt, dann besprechen wir uns kurz, ob er auch noch was Schönes entdeckt hat. Philipp ist wieder da. Und unsere Stelle war die schönste. Jetzt paddeln wir nochmal zu der zurück. Und dann haben wir unsere sehr große Insel heute für uns ganz allein. Und diesmal stand auch nirgendwo ein Schild, dass man hier kein Feuer machen darf. Hier sind wir an Land gegangen. Und jetzt erkunden wir mal ein bisschen die Insel. Vielleicht ist hier oder da drüben auf der anderen Seite auf den Landzungen jeweils ein Plätzchen für uns. Ein bisschen Kletter-Action noch hier. Das ist die andere Seite der Insel. Bin ich gerade mal schnell rübergelaufen. Auch sehr schön hier. Deutlich steiler. Dann gehe ich mal wieder durch den Wald zurück. Hier oben, nur ein Stück vom Wasser entfernt, haben wir einen ebenen Platz gefunden. Jetzt noch die Zelte aufbauen werden und jetzt eine kleine Feuerstelle machen werden. Philipps Zelt steht schon da hinten. Christine baut unseres noch da hinten gerade auf. Und Philipp und ich, wir richten uns jetzt hier eine schöne Feuerstelle ein. Taucht die Grenze. Kann auch ein bisschen hoch. Wenn man hier Feuer machen will, sucht man sich am besten immer einen toten, aber noch stehenden Baum. Zum Beispiel den hier. Und im Idealfall ist oben auch noch die Spitze dran, weil dann kann wenig Wasser reinlaufen und der trocknet. Hört sich wohl an. Den nehme ich mir jetzt mal mit. Ich gehe mal mit dem Baum durch den Wald spazieren. Am besten verarbeitet man den nämlich am Lager. Vorbereitung beim Feuermachen ist alles. Erstmal ein paar kleine Zweige für gleich.
wir heute. Wir haben Zwiebel, Möhre, Chilis, jede Menge Knoblauch mit Tomatensauce, Kidneybohnen und 4 Eier kommen noch rein. Und dazu Kartoffeln, wo auch immer sie sind, hier. Kartoffeln und Brot. Pfannenbrot werden wir noch machen. Kartoffeln. Kommen schon noch rein. Oder sonst dauert die zu lang. Müssen ja schließlich kochen. Oh, ich bin so traurig. Oh. Die armen Zwiebeln. Um Platz zu sparen, machen wir unsere Milch übrigens aus Milchpulver. Das rühren wir dann immer mit Wasser zusammen an. Spart wie gesagt einerseits Platz und ist auch deutlich besser haltbar als Milch. Schmeckt auch nicht ganz so scheiße, wie es aussieht. Nein, Schmeckt besser, schon, als es aussieht. ja, es schmeckt schon einigermaßen nach Milch. Gerade die Soße auf dem Feuer. Und wenn man draußen ist, muss man kreativ sein. Hier werden die Kartoffeln aufbewahrt, denn den Topf brauchen wir jetzt, um den Brotteig zuzubereiten. Hier mischen wir jetzt gerade den Brotteig an. Da haben wir Mehl, unsere angerührte Milch, ein Päckchen Backpulver, Salz, Olivenöl für den Geschmack und natürlich ein bisschen Zucker für die Süße. Essen ist fertig. Kartoffeln
Die Soße. Gut durchgegart. Oh yeah. Ein Brot brutzelt noch. Aber Dankeschön. hier drüben ist auch ein Brot schon fertig. Merci beaucoup. Nice. Oh yeah. Sehr geil. Auch am zweiten Abend ist es wieder ziemlich spät geworden. Man hat ja einfach vieles zu tun. Wir haben vorhin auch noch ein bisschen geangelt, haben sogar ein paar sehr, sehr kleine Barsche rausgeholt. Fürs Essen haben die sich nicht gelohnt. Und jetzt genießen wir noch gerade den Rest vom Brot, genießen das Feuer. Ist echt schön, hier am Feuer zu sitzen. Und gehen dann gleich aber auch ins Bett.